Wenn du ein Auslandskonto hast, wo musst du dann das Geld, das dort eingeht, versteuern? In deinem Wohnsitzland, also zum Beispiel in Deutschland, oder in dem Land, in dem sich das Konto befindet? Dieser Frage wollen wir einmal in diesem Video nachgehen. Immer mehr Deutsche und Österreicher interessieren sich für ein Konto außerhalb der EU. Es ist ja auch ganz klar, warum. Die Verschuldung im Euroraum steigt. Man macht sich Sorgen um die Stabilität des Euro. Auch was geopolitisch so alles abläuft, zeichnen sich viele Krisen ab. Und daher möchte man gerne ein Konto im Ausland haben, um dort ein bisschen vorzusorgen, um sich hier ein finanzielles Polster zu schaffen, um einen Plan B zu haben. Dass das ziemlich gut funktioniert, zeigt folgendes Beispiel aus der Schweiz. Wenn du vor 15 Jahren 100.000 Euro in die Schweiz verschoben hast, dann sind daraus mittlerweile 150.000 Euro geworden. So stark ist der Schweizer Franken gestiegen, beziehungsweise der Euro im Vergleich zum Schweizer Franken gefallen. Vielfach geht es aber natürlich nicht immer nur um das Währungsrisiko. Es gibt ja auch in der EU Dinge wie zum Beispiel das SAG-Gesetz. Hier kommt es zu Bail-ins, wenn die Bank dann pleite gehen sollte. Also hier wird dann nicht mehr der Staat zur Rechenschaft gezogen, muss ein Bailout machen, sondern jene Kontoinhaber, die über 100.000 Euro auf dem Konto haben, müssen dann für die Bank bluten und bekommen im Gegensatz Aktien dazu der sanierten Bank. Außerdem gibt es natürlich auch Themen wie das europäische Kontenregister. Das soll 2029 eingeführt werden seitens der EU. Da besteht dann volle Transparenz der EU-Ermittlungsbehörden auf die Konten in der EU jedes EU-Bürgers. Und zwar hat man hier Zugriff auf Daten der letzten 5 Jahre. Das ist ein Grund, warum sich viele EU-Bürger überlegen, ein Konto außerhalb der EU zu eröffnen, in Ländern, die möglicherweise von diesen ganzen Risiken, die ich hier genannt habe, nicht betroffen sind. Aber mit so einem Auslandskonto ergeben sich natürlich auch diverse Fragen. Eine typische Frage ist zum Beispiel, was ist hier mit dem automatischen Informationsaustausch? Wer erfährt, dass ich dieses Konto habe? Gibt es vielleicht sogar Meldepflichten? Aber eben eine ganz wichtige Frage stellt sich natürlich auch in puncto Steuern. Das Geld, das auf diesem Konto eingeht, das ich zum Beispiel dort überweise oder vielleicht auch Zinsen, die ich dann in diesem Land bekomme, wo sind diese steuerpflichtig? Muss ich darauf Steuern bezahlen in meinem Wohnsitzland? Also Deutschland zum Beispiel oder Österreich, oder fallen dort gar Steuern an in dem Land, wo sich das Konto befindet? Denn eines ist natürlich klar, ein Konto im Ausland ist natürlich eine schicke Sache oder kann eine schicke Sache sein, aber man will natürlich nicht hier steuerliche Komplikationen haben. Man will hier nicht mit fremden Finanzämtern hier sich herumschlagen müssen, und natürlich will man auch nicht mit dem Finanzamt zu Hause hier Probleme bekommen, weil man ein Konto im Ausland hat und hier steuerlich möglicherweise aus Versehen etwas übersehen hat. Bevor ich zu dieser steuerlichen Frage komme, vielleicht noch mal 2 kurze Antworten auf die Fragen, die ich davor angesprochen habe. Der Informationsaustausch nach OECD CRS, nach dem sogenannten Common Reporting Standard, den es ja seit 2016 gibt, richtet sich immer nach dem Wohnsitzland. Wenn du also zum Beispiel ein Konto in der Schweiz eröffnest und du wohnst in Deutschland, ganz egal welche Nationalität du hast, ob du jetzt Deutscher bist, ob du Italiener bist, der in der Schweiz wohnt oder was auch immer, dann werden hier nach Deutschland an die deutsche Finanzverwaltung Informationen zu dem Schweizer Konto geschickt. Also es geht hier nicht um deine Nationalität. Tatsächlich nehmen die meisten Länder heute am Informationsaustausch teil. Tatsächlich sind es fast alle Länder, die hier in irgendeiner Weise interessante Finanzzentren sind, inklusive auch die ganzen Steueroasen, also zum Beispiel Dubai, Bahamas, Singapur etc. All diese Länder nehmen am Informationsaustausch teil. Es gibt nur einige Ausnahmen von Ländern, die nicht daran teilnehmen. Das wichtigste Land sicherlich die USA. In Europa gehört zum Beispiel Serbien dazu. Andere wichtige Länder sind zum Beispiel auch die Philippinen und dann natürlich generell Länder der zweiten und dritten Welt, die es sich nicht leisten können oder für die es finanziell keinen Sinn macht, an diesem Informationsaustausch teilzunehmen.
Es ist natürlich komplett legal, dort ein Konto zu eröffnen. Du hast da keinerlei Einschränkungen. Du kannst ein Konto in einem Land eröffnen, was nicht im Informationsaustausch teilnimmt. Hier gibt es auch keine Meldepflicht. Auch wenn du Geld auf dein Konto im Ausland überweist, gibt es ebenfalls keine Meldepflicht. Die Meldepflicht im Außenwirtschaftsverkehr bei Überweisung ab 50.000 Euro gilt nicht, wenn du auf dein eigenes Konto überweist. Was muss also überhaupt in deinem Wohnsitzland gemeldet werden? So, und hier kommen wir nun eben zu der steuerlichen Frage. Sämtliche Einnahmen, die du auf dem Konto erzielst, wie zum Beispiel Zinsen, musst du natürlich hier auf deiner deutschen oder österreichischen oder wo auch immer du steuerpflichtig bist, Steuererklärung dann angeben. Hier gilt das Gleiche wie zum Beispiel Zinsen, die du in Deutschland bekommen hast oder auch in anderen Ländern. Auch wenn dir zum Beispiel jemand Provisionen oder bestimmte Honorare für Dienstleistungen bezahlt auf dieses Konto, musst du das in der deutschen Steuererklärung angeben. Hast du zum Beispiel Mieteinnahmen im Ausland, weil du dort eine Immobilie hast und du öffnest dort ein Konto, wo die Mieteinnahmen hinfließen, musst du das in der deutschen Steuererklärung erklären oder eben in der Steuererklärung, wo du steuerpflichtig bist. Also nehmen wir mal an, du kaufst ein Einfamilienhaus in Montenegro und eröffnest ein Konto in Montenegro, damit dort letztlich deine Mieter ihre Miete einbezahlen können. Dann musst du diese Mieteinnahmen natürlich in Deutschland in deiner Steuererklärung erklären. Wenn du in Deutschland steuerpflichtig bist. Bist du in Österreich steuerpflichtig, musst du sie dort erklären. Grundsätzlich gilt, wenn du einen Wohnsitz in Deutschland hast oder auch einen Wohnsitz in Österreich, dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig. Du musst also nun deine weltweiten Einkünfte dort erklären. Aber jetzt kommt der springende Punkt und damit eigentlich auch zur Beantwortung der Frage aus dem Titel dieses Videos. Ob du nun in dem Land, wo sich das Konto befindet, Steuern bezahlen musst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Nehmen wir mal das Beispiel an, was ich gerade eben gebracht habe. Also du kaufst ein Haus in Montenegro, dieses Haus vermietest du, du hast dann Mieteinnahmen in Montenegro, du hast ein Konto in Montenegro, wohin die Miete überwiesen wird. Gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen, das gilt für Montenegro, zwischen Montenegro und Deutschland, hier wird noch das ehemalige Abkommen aus Jugoslawien verwendet. Also bei diesem Abkommen ist jedenfalls definiert, dass diese Mieteinnahmen in Montenegro zu versteuern sind. Hier musst du dann also auf die Einkünfte auf dieses Konto in Montenegro Steuern in Montenegro bezahlen. Du musst also hier dann auch eine Steuererklärung in Montenegro einreichen. In Deutschland gibst du ebenfalls die Einkünfte auf der Steuererklärung an, musst sie aber dann nicht nochmal in Deutschland versteuern. Sie wirken sich aber wohlgemerkt auf die Steuern aus, die du auf dein deutsches Einkommen bezahlen musst. Man spricht hier vom sogenannten Progressionsvorbehalt. Also, das heißt, hier ist im Doppelbesteuerungsabkommen bestimmt, wo nun Steuern fällig werden. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel an. Nehmen wir mal an, du eröffnest ein Konto in Norwegen und du investierst dort in norwegische Kronen. Nehmen wir einmal an, du hast dann ein Festgeldkonto in Norwegen, wo du Zinsen aus Norwegen bekommst für deine Anlagen hier in norwegischen Kronen. Wo werden dann Steuern fällig? Nun, generell gilt eben auch hier das Doppelbesteuerungsabkommen und da müsste man dann nachschauen, wo Zinsen besteuert werden. Grundsätzlich gilt eigentlich bei Zinsen, die von Banken bezahlt werden, dass diese nur an deinem Wohnsitzstaat zu besteuern sind. Das heißt also, du musst keine Steuern in Norwegen bezahlen. Unter der Annahme natürlich, dass du in Norwegen bei der Bank angegeben hast, dass du in Deutschland wohnst. Hast du bei der Bank in Norwegen angegeben, dass du in Norwegen wohnst, dann wird dir möglicherweise die Bank hier Steuern abziehen von deinen Zinseinkünften. Das Gleiche passiert ja auch in Deutschland. Dort werden dir auch Steuern automatisch abgezogen, die sogenannte Abgeltungssteuer. Aber hast du bei der norwegischen Bank angegeben, dass du in Deutschland wohnst, werden dir keine Steuern abgezogen. Du versteuerst also diese Zinseinnahmen in Deutschland. Du musst sie auf deiner Steuererklärung angeben. So, das sind normalerweise Bankzinsen. Nun gibt es aber natürlich auch andere Zinsen, sagen wir zum Beispiel mal bei Staatsanleihen. Sagen wir zum Beispiel, du eröffnest ein Konto in den USA und du investierst in US-Dollar und kaufst dann amerikanische Staatsanleihen. Spezifisch bei amerikanischen Staatsanleihen ist es nun trickreich, denn gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen haben hier die USA das Recht, Quellensteuer einzubehalten.
Die Quellensteuer richtet sich nach den Doppelbesteuerungsabkommen. Im Falle von Deutschland beträgt sie 15%. Im Falle eines Nicht-Abkommenstaates, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, beträgt sie 30%. Und die 15% Quellensteuer, die du nun in den USA bezahlen müsstest, die dir die Bank letztlich gleich einbehält, könntest du dann bei der deutschen Abgeltungssteuer anrechnen. In diesem konkreten Fall wäre es wahrscheinlich nicht so gut, hier eine amerikanische Bank zu verwenden, denn verwendest du zum Beispiel eine europäische Bank, kannst du diese Zinsen auf amerikanische Staatsanleihen vielfach hier steuerfrei vereinnahmen, denn hier gibt es gewisse Abkommen mit bestimmten Banken, die dir erlauben, die Zinsen aus den Staatsanleihen steuerfrei zu bekommen. Aber du verstehst das Prinzip. Also, wenn der Staat ein Besteuerungsrecht hat auf die Einkünfte, die du auf dieses Konto beziehst, dann wird manchmal Quellensteuer abgezogen. Aber wenn er kein Besteuerungsrecht hat, wird keine Quellensteuer abgezogen. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass ein ausländisches Konto im Staate, wo sich das Konto befindet, keine Steuern auslöst, außer du bekommst Einkünfte aus diesem Land, die entsprechend quellenbesteuert sind. Du bezahlst also für Einkünfte auf dem ausländischen Konto in den meisten Fällen in Deutschland Steuern. Und selbst wenn du Steuern im Ausland bezahlst, gibst du diese auf der deutschen Steuererklärung an. Dort werden sie üblicherweise angerechnet. Wenn es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, ist das mehr oder weniger automatisch, dass sie angerechnet werden. Aber selbst wenn es kein DBA gibt, kannst du auf Antrag hier die bezahlte Steuern auf die in Deutschland abzuführenden Steuern anrechnen lassen. Also, wie du siehst, das Ganze ist etwas kompliziert, aber das sollte dich nicht davon abhalten, ein Konto im Ausland zu eröffnen. Es ist etwas, das wir allen Mandanten raten. Es sollte Teil deiner Plan B Diversifikationsstrategie sein. Habe Konten in verschiedenen Ländern. Achte natürlich darauf, dass es sinnvolle Konten sind bei sicheren Banken. Und investiere dort entsprechend nach deinen Vorstellungen. So kannst du dich ganz konkret auf relativ einfache Weise absichern. Denn ein Konto im Ausland zu eröffnen, ist ja vielfach ziemlich einfach. Dafür musst du nicht auswandern. Das kannst du einfach von Deutschland aus machen oder von Österreich. Vielfach kann man das Ganze online machen. Man muss gar nicht anreisen. Oder es reicht ein kurzer Besuch, um dort im Ausland ein Konto zu bekommen. Wenn das Fragen sind, mit denen auch du dich beschäftigst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswanderung, Plan B im Ausland, Konten im Ausland zu haben, Vermögen international diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.